Eigentlich ist es super simpel. Schlaf gut, iss gut, hab gute Freunde und mach regelmäßig Sport. So, dann ist das Video in 4 Sekunden vorbei. Leute, die meinem Kanal schon länger folgen, wissen, dass mich das Thema Biohacking, Longevity schon länger verfolgt und mich das sehr interessiert. Und ich möchte dieses Video nutzen, um mein Wissen, was ich über diese Zeit gesammelt habe, mit dir zu teilen. Und ich möchte dieses Video auch dazu nutzen, um zu zeigen, dass dieses Longevity-Biohacking nichts Kompliziertes ist und dass das jeder machen kann und es am Ende eigentlich jedem nur dabei helfen kann, dass man gesünder lebt und im besten Fall auch länger lebt. Und ich habe für dieses Video nochmal ganz viel recherchiert, mir nochmal neue Bücher geholt, um quasi auch zu sagen, hey, ich habe alle Themen abgedeckt, ich habe hier nichts Wichtiges vergessen. Und dieses Video basiert auf dieser schönen Mindmap, die ich erstellt habe, erstellt mit der tollen App Xmind, also kann ich wirklich empfehlen. Ich habe mir nicht die Pro-Version geholt, aber die hat mir sehr gut gefallen. Damit konnte ich alle meine Gedanken sammeln, damit ich hier heute ein wirklich strukturiertes Video für dich bereitstellen kann. Und ich habe, erstmal klären wir den Oberbegriff Longevity Biohacking. Einfach gesagt geht es bei diesen Begriffen darum, dass man präventiv handelt. Das heißt, dass man sich aktiv um seine Gesundheit kümmert und nicht erst seinen Körper ja, abnutzt und dann zum Arzt geht und dann hofft, dass der Arzt einen wieder heile macht, sondern dass man sich selbst um sich selbst und seinen Körper kümmert und dadurch am Ende nicht nur im besten Fall länger lebt, sondern auch lange gesund lebt. Es gibt immer so eine schöne Grafik, sagen wir mal, du bist gesund, gesund, gesund und dann wirst du krank und stirbst. Und du bist dann im normalen Fall an dieser Stelle. Und wenn du dich an die Longevity-Sachen hältst und es alles so funktioniert, wie man hofft, dann ist diese Kurve, geht erstmal genauso. So, und wenn du jetzt halt so lebst wie die meisten, dann folgst du dieser Kurve. Also du bist immer gesund, 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 wirst schnell ungesund, wirst krank und stirbst. Und in dem besten Fall kannst du quasi länger gesund bleiben und stirbst ein bisschen später. Und vor allem geht es nicht nur darum, länger zu leben, sondern diesen Bereich, den man oben bleibt, also den man gesund bleibt, den zu verlängern, sodass man, sagen wir mal, du wirst 80, ich werde 80, aber weil du dich nicht um deine Gesundheit gekümmert hast und ein bisschen Pech im Leben hattest, fängt es an, dass du mit 60 schon große Probleme bekommst und dann gehst du mit 65, 67 in Rente und dann kannst du eigentlich mit deiner Rente gar nichts mehr anfangen, weil du kannst nicht mehr richtig gehen, du kannst eigentlich gar nicht mehr in Urlaub fahren, weil alles irgendwie wehtut, weil du vielleicht auch schon irgendwelche Medikamente oder so brauchst. Und ich kann im besten Fall bis 80 gesund leben und vielleicht sterben wir beide mit demselben Alter, aber ich hatte einfach mehr von meinem Leben. Und das ist so die Grundidee hinter diesem Longevity-Thema und im besten Fall lebt man nicht nur länger gesund, sondern auch insgesamt noch etwas länger. Das heißt, es ist ja die Prävention, die man für sich und für sein Leben betreibt. Was für mich so ein bisschen dieser Unterschied zwischen Longevity und Biohacking ist, ist, dass man beim Biohacking wirklich versucht, kleine Tricks im Alltag zu finden, die einem dabei helfen, seine Ziele zu erreichen. Also so ein Beispiel, was mir gerade in den Kopf kommt, was so ein klassisches Biohacking-Beispiel ist, es gibt so einen Stoff, der ist blau und den macht man sich auf die Zunge und dann hat man so eine ganz blaue Zunge und dieser Stoff soll für viele positive Eigenschaften sorgen. So, das ist jetzt etwas, was sehr experimentell ist, wo es noch nicht so viele Studien zu gibt. Und das ist so ein klassischer Biohacking-Tipp. Und wir kümmern uns jetzt erstmal grundsätzlich um dieses Thema Longevity, also lange und gesund leben. Und vielleicht packe ich immer mal wieder so einen kleinen Biohacking-Trick rein, aber eigentlich fokussieren wir uns jetzt auf das Thema Longevity. Und das habe ich unterteilt in 3 große Bereiche. Einmal in den Bereich Schlaf, womit wir auch anfangen werden. Dann gibt es den Bereich, ich habe ihn einfach erstmal mental genannt, also alles, was irgendwie mit dem Kopf und mit sozialen Interaktionen zu tun hat. Und der dritte Bereich, den habe ich
Körper genannt und dieser Bereich unterteilt sich dann auch nochmal in Ernährung und Sport. Fangen wir mit dem Thema Schlaf an, weil meiner Meinung nach ist Schlaf wirklich das Wichtigste an einem gesunden Leben. Wer nicht genügend schläft, hat so unglaublich viele Nachteile im Leben, was seine Gesundheit betrifft, dass für mich an erster Stelle steht, möglichst lange zu schlafen. Ich weiß, da gibt es immer unterschiedliche Privilegien, die ein Mensch hat. Wenn zum Beispiel jemand ein Kleinkind hat, dann wird es schwer sein, jeden Tag 8 Stunden durchzuschlafen. Es gibt immer solche Phasen im Leben, davon wird man jetzt nicht früher sterben, wenn man mal so eine Phase hat. Es geht einfach darum, dass man über Jahre hinweg solche Lebensgewohnheiten durchführt und sie nicht ändert. Und das Ziel ist es einfach, sich das bewusst zu sein und da einen Schalter umzulegen. Es geht zum Beispiel damit los, das Ziel ist es, und das hat jeder von uns eigentlich als Kind schon gelernt, man sollte 8 Stunden Schlaf haben. Es variiert ein bisschen, wie viel jeder Mensch braucht, aber so 7 bis 8 Stunden sind notwendig. Ich sehe bei mir, ich brauche immer im Schnitt 7,5 Stunden Schlaf, damit ich fit bin. Was jetzt aber wichtig ist, und das ist für mich der allergrößte Fehler, den die meisten machen, dass ich auch immer wieder in Gesprächen höre, vor allem mit Kollegen und so, die sich mit dem Thema absolut nicht beschäftigen. Die Leute denken irgendwie, ja, ich gehe ja irgendwie abends um 11 ins Bett und dann wache ich am nächsten Morgen um 6 Uhr auf und dann habe ich ja meine 8 Stunden Schlaf ja voll erreicht. Und das ist leider falsch. Es geht damit los. Erstmal natürlich redet man sich das mal ein bisschen schön, man geht um 11 ins Bett. Im besten Fall liest man noch ein bisschen und dann ist es dann irgendwie doch schon wieder 11:30. Und dann muss man ja auch noch erstmal in Ruhe einschlafen. Manche können sehr schnell einschlafen, manche brauchen erstmal 10, 15, 20 Minuten, vielleicht sogar länger, um einzuschlafen. Und dann geht es los, dann bist du eingeschlafen und du wirst dann in der Nacht nicht viel merken, außer vielleicht mal auf Toilette zu gehen. Aber jeder Mensch hat verschiedene Schlafphasen. Und es gibt halt Tiefschlafphasen und Phasen, in denen wir quasi ja, einen Leichtschlaf haben. Und es gibt Wachphasen, aber nicht Wachphasen wie ich merke, dass ich gerade wach bin, sondern es ist eine Wachphase, die wir selbst nicht wahrnehmen, die wir aber am Ende theoretisch von unserer Schlafzeit abziehen müssen. Fitness-Gadgets wie das so Whoop oder der Oura Ring oder Garmin-Uhren, Apple Watch-Uhren, die versuchen, diese verschiedenen Schlafphasen zu messen. Gibt da nicht ganz so viel auf die totale Zeit drauf, weil das kriegen die alle nicht so super hin. Aber sie helfen einem zu verstehen, wie viel Schlaf habe ich denn jetzt am Ende wirklich gehabt. Und da musst du einfach versuchen, auf wirklich 7,5 Stunden puren Schlaf zu kommen und nicht Schlafenszeit. Der erste und wichtigste Tipp, um diese Schlafzeit einzuhalten, ist Konsistenz. Das heißt, versuch immer zur selben Zeit mit plus minus 30 Minuten ins Bett zu gehen. Und da ist eigentlich auch der wichtigste Tipp, das auch am Wochenende zu machen und nicht zu sagen, ja, ich gehe in der Woche immer um 10 ins Bett, aber am Wochenende, da zocke ich bis 3 Uhr nachts und wache dann am nächsten Tag um 11 Uhr, 12 Uhr auf. Das sollte man nicht machen. Also es ist das Wichtigste, dass man irgendwann in diese Phase kommt, wo man im besten Fall keinen Wecker mehr benötigt, weil man so sehr seine Routinen aufgebaut hat. Das hilft einfach dem Körper, dass die gewissen Stoffe, die benötigt werden, um einzuschlafen und wach zu werden, einfach immer in ihrem Rhythmus bleiben, sodass man dann auch müde ist, wenn man ins Bett gehen möchte. Und was da schon angrenzt, ist der zweite Punkt und der heißt einfach Licht. Ähm, Licht ist das, was unseren Körper steuert, wenn es um Schlaf geht. Also wir haben verschiedene Stoffe. Der wichtigste Stoff oder der bekannteste Stoff ist wahrscheinlich Melatonin. Jeder von uns kennt irgendwie auch aus der Werbung oder so, ja, du kannst nicht schlafen, dann nimm doch Melatonin, das hilft dir einzuschlafen, das hilft ja, müde zu werden. Ich will auch gar nicht so sehr auf die verschiedenen Stoffe eingehen, aber auf jeden Fall steuern sich eigentlich diese Stoffe, die Wachmacher und die Müdemacher, ähm, nach der Tageszeit, nach dem Licht. Also gehen wir mal davon aus, ich nehme mal irgendwie, du bist am Äquator und dort am Äquator haben wir ja eigentlich immer dieselben Zeiten, wann die Sonne auf und unter geht, ungefähr, nicht genau, aber ungefähr. Und wenn du dann aufstehst, morgens 6:30 Uhr, du gehst aus deinem Haus um 7 Uhr und guckst halt
ja, nach draußen, gehst halt eine halbe Stunde spazieren, dann merkt dein Körper, oh, da ist Licht, ich muss jetzt wach werden, die Melatoninproduktion wird runtergefahren. So, dann bist du den ganzen Tag unterwegs, jetzt gehen wir jetzt mal so von früher aus, gibt es quasi nicht im Büro, sondern bist draußen unterwegs. Die Sonne geht langsam unter und irgendwann merkt der Körper, oh, die Sonne, die geht jetzt langsam weg, da ist der Sonnenuntergang. Das heißt, der Tag ist langsam vorbei. Ich müsste jetzt mal langsam anfangen, Melatonin zu produzieren, damit der Körper nachher müde ist und er einschläft. Und in unserem modernen Alltag sind wir nicht mehr so gut darin, so viel draußen zu sein und dem Körper die Chance zu geben, sich anhand der Sonne selbst zu regulieren. Dieser Lichtrhythmus wird auch der zirkadiane Rhythmus genannt. Und den haben wir so ein bisschen kaputt gemacht in unserem Alltag. Aber man kann, und hier kommen so ein paar Tricks, die man vielleicht auch Biohacking-Tricks nennen kann, um das quasi wieder in Gang zu bringen. Also so der bekannteste Trick, ich glaube, dafür ist auch Andrew Huberman so berühmt geworden, für diesen einen Trick, ist, wenn man morgens aufsteht, erstmal rauszugehen. Also wir wissen in Deutschland, so die letzten Monate im Winter, da braucht man jetzt nicht morgens um 6, 7, 8, teilweise auch um 9 rauszugehen, weil die Sonne suchst du da spätestens, also vor 9 sowieso. Das hilft nicht viel, aber gerade im Sommer morgens eine Runde rauszugehen, in die Sonne zu schauen, also nicht so in die Sonne so zu starren, sondern halt einfach Licht in die Augen kommen zu lassen, nicht mit einer Sonnenbrille rauszugehen. 10, 15, 20 Minuten, dann checkt dein Körper, okay, jetzt ist es hier tags. Und am besten Fall in einer Traumwelt gehst du abends, wenn Sonnenuntergang ist, eine Runde wieder spazieren. Der Körper merkt, oh, guck mal da, die Sonne geht unter, jetzt muss ich Melatonin produzieren. Weil das zum Beispiel hier in Deutschland und in vielen nördlichen Ländern halt nicht so gut funktioniert, gibt es Tageslichtlampen und die hält man sich dann so vors Gesicht, mehrere Minuten, 10, 20, 30 Minuten, und damit simuliert man dann auch dieses Tageslicht. Ich persönlich habe das länger benutzt, aber also ich hatte es länger, aber habe es eigentlich nie so konsistent benutzt, weil es einfach unpraktisch ist. Und ich habe mir jetzt vor einiger Zeit die Luminette 3 gekauft. Das ist eine Tageslichtbrille. Da habe ich auch schon ein erstes Video zu gemacht. Der Langzeitbericht, der wird noch folgen. Dafür möchte ich das noch länger testen. Aber schon mal von der Praktikabilität finde ich es sehr gut, weil man setzt das einfach morgens auf, bekommt Licht in seine Augen und simuliert damit, dass die Sonne aufgeht. Und dann kann ich das auch in Ländern machen, in denen im Winter die Sonne halt morgens noch nicht sichtbar ist. Genau, und abends ist dann halt auch wichtig, wenn du nach Hause kommst, wenn es Abend wird, dass du dann nicht alle deine Lichter auf volle Pulle machst und es dann die ganze Zeit hell ist und dann ist es kurz vor 10 oder kurz vor 11 und du willst ins Bett gehen, dann machst du alle Lichter aus und dann sagt dein Körper so, oh, jetzt ist ja dunkel geworden, jetzt muss ich am Anfang Melatonin zu produzieren, aber du willst ja ins Bett gehen. Das heißt, fang an, abends die Lichter ein bisschen zu dämmen oder stark zu dämmen. Du sollst natürlich noch was sehen, du sollst nicht irgendwo gegenlaufen, aber es ist einfach wichtig, dass es langsam dunkel wird, dass dein Körper kapiert, oh, okay, der Tag ist vorbei, ich muss jetzt anfangen, mein Melatonin zu produzieren. Und damit hast du, glaube ich, schon ganz, ganz viel bewirkt, um einen guten Schlaf zu bekommen. Und dann gibt es beim Schlaf noch so ein paar Tricks, die man auch wieder in das Thema Biohacking unterordnen kann in der Kategorie. Also zum Beispiel gibt es Blaulichtfilter. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Blaulicht ist an sich erstmal nichts Schlimmes. Also Blaulicht am Morgen hilft uns zum Beispiel auch oder unserem Körper wach zu werden. Aber am Abend hält es uns halt wach und darum ist es oder kann es sinnvoll sein, abends eine Blaulichtfilterbrille zu tragen. Gerade wenn man dann Fernseh schaut noch oder viel am Handy ist, dass man einfach dieses Blaulicht reduziert, damit man abends dann nicht sich so wach fühlt. Ein zweites wichtiges Thema für einen guten Schlaf ist die letzte Mahlzeit. Die ganzen Tipps, ich weiß, die sind auch immer ganz oft einfach total unrealistisch, aber im besten Fall mindestens 2, wenn nicht sogar 3 bis 4 Stunden vor dem Schlafengehen sollte man essen. Ich finde sowas immer schwer einzuhalten, weil ich mache meistens so zwischen halb 5 und halb 6 Feierabend. So, dann mache ich irgendwie noch einen Sport oder man unternimmt ja was, man fährt von der Arbeit nach Hause, was auch immer. Dann ist es vielleicht irgendwie 18, 19 Uhr und dann soll ich um 10 ins Bett gehen, um meine Zeit einzuhalten. Und dann wird es schon alles ein bisschen eng. Aber
Wenn du es schaffst, in deinen Alltag gut einzubinden und du das weißt, dann kannst du da auch ein bisschen dran arbeiten. Da kann es dann zum Beispiel helfen, wie gesagt, max oder mindestens 2 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen, weil Verdauung ist anstrengend für den Körper, da muss er Energie reinstecken und das kann einfach dafür sorgen, dass du dann wach bleibst. Also wenn du 5 Minuten vorm Schlafen gehen, dir noch eine ordentliche Portion Nudeln reinpfeifst, dann wirst du sehr wahrscheinlich schlecht schlafen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Koffein. Die meisten sind sich, glaube ich, gar nicht bewusst, wie lange Koffein noch im Körper bleibt. Also wenn du eine Tasse Kaffee trinkst, dann dauert es ungefähr 12 Stunden, bis ein Großteil des Koffeins abgebaut ist. Also wenn du mittags eine Tasse Kaffee trinkst, dann hast du nachts um 12 immer noch Koffein in dir. Darum ist da die Empfehlung, dass man eigentlich nach dem Mittag kein Koffein mehr zu sich nimmt, kein Kaffee, keine Cola, keine Energy Drinks, damit der Körper nicht voller Koffein ist und du abends nicht schlafen kannst. Die meisten sagen, wieso, ich trinke einen Kaffee und ich schlafe ein. Ich kann auch abends um 8 einen Kaffee trinken und ich schlafe ein. Ja, das kann durchaus sein, aber wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass es verschiedene Schlafphasen gibt. Und es kann sein, dass du gut einschläfst, aber dass dein Schlaf dann einfach schlecht ist, was du erstmal gar nicht bemerkst. Du merkst dann nur morgens, dass du irgendwie nicht richtig ausgeschlafen bist. Dasselbe gilt übrigens für Alkohol. Viele sagen, ja, wenn ich nicht schlafen kann, dann baller ich mir eine Pulle Wein rein oder ein Glas Wein oder 2, 3 Schnäpschen und dann schlafe ich schneller ein. Ja, das kann sein, dass du schneller einschläfst, aber du schläfst halt schlechter. Also dann bist du vielleicht schneller eingeschlafen, aber dein Schlaf ist trotzdem scheiße. Und darum solltest du sowas vermeiden. Also Alkohol generell vermeiden, aber vor allem auch vor dem Schlafengehen ist es besser, ein Daydrinker zu sein als ein Evening Drinker, wenn es um den Schlaf geht. Wie merke ich denn jetzt nun, ob ich einen guten Schlaf habe? Also so Tracker wie das Whoop-Armband oder der Oura Ring, die helfen einem dabei. Man kann aber auch andere Werte nehmen, die jetzt nicht nur quasi die Schlafdauer zeigen, sondern ein Faktor ist zum Beispiel die Ruheherzfrequenz. Wenn man gut und lange schläft, dann sinkt in der Regel über Dauer die Ruheherzfrequenz, einfach weil der Körper ausgeruhter ist. Ein anderer Wert, den man hat, ist die HRV, also die Herzfrequenzvariabilität. Auch darüber habe ich schon mal ein ausführliches Video gemacht. Es geht einfach darum, unser Herz schlägt nicht immer exakt im selben Takt, sondern es gibt immer mehrere Millisekunden Differenz. Und je größer diese Variabilität zwischen den Herzschlägen ist, desto entspannter ist unser Körper. Und das ist halt dann ein Zeichen dafür, dass es uns gut geht, dass wir erholt sind. Also wenn ich eine hohe Herzfrequenzvariabilität habe im Vergleich zu meinen bisherigen Werten, also die HRV, die sollte man immer nur mit sich selbst vergleichen, dann merkt man, oh, meine HRV steigt, ich bin wohl erholter. Und der dritte Punkt, der Hinweise darauf gibt, dass man jetzt besser schläft, ist die Atemfrequenz. Je niedriger die Atemfrequenz im Schlaf ist, desto besser ist in der Regel der Schlaf. Der zweite große Punkt, den ich in diesem Video ansprechen würde, wie gesagt, auf meiner schönen Mindmap habe ich den einfach mental genannt. Es geht um 2 Themen, die ich mit dem Oberbegriff mental verbinde. Das erste ist Stress und das zweite ist soziales Familie. Fangen wir mit Sozialem und Familie an. Es gibt eine große Studie, die über 50 Jahre schon läuft und die immer noch weiterläuft, die untersucht, was Menschen glücklich macht. Und über all die Jahre kam heraus, das Wichtigste ist sozialer Kontakt. Also wahrscheinlich habt ihr alle von dieser Studie schon gehört, aber sie ist halt super wichtig, auch in diesem Zusammenhang. Das, was Menschen glücklich macht, sind soziale Kontakte. Sei es ein guter Kontakt zu deiner Familie, sei es, dass du gute beste Freunde und Freundinnen hast, sei es, dass du regelmäßig im Sportverein bist, sei es, dass du dich sozial engagierst und in irgendwelchen Vereinen bist oder in NGOs unterwegs bist. Also dieses mit Menschen unterwegs sein, mit Menschen in Verbindung sein, sich als Teil einer Gruppe fühlen, das Gefühl haben, gebraucht zu werden, das Gefühl, anderen etwas geben zu können. Das ist für uns super, super wichtig. Also
bestes Negativbeispiel, und ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie auf irgendwelche Kapitalismuskritik oder so eingehen, aber du bist irgendwie so dieses klassische Modell, du kommst von der Schule, du ballerst dein Studium durch, du fokussierst dich immer nur auf das Studium, dann fängst du so eine Corporate-Karriere an und du bist die ganze Zeit nur am Hustlen, machst 60 Stunden, 70 Stunden, 80 Stunden, hast dann irgendwie deinen Abteilungsleiterjob, bist in einer Führungsposition, verdienst 180.000 im Jahr, hast ein geiles Haus, hast eine Frau gefunden, aber hast nie Zeit, du siehst deine Kinder nie, kannst deinen ganzen Luxus gar nicht genießen. Du hast aber auch sonst, bis auf vielleicht deine Frau und deine Kinder, einfach auch niemanden, du siehst sie sowieso nicht, dann wirst du unglücklich und fällst in Depression. Also das heißt jetzt nicht, dass das immer so ist, da gibt es bestimmt auch andere Fälle, aber das ist so ein typisches Negativbeispiel für, ich habe doch alles, was ich brauche, ich hab Geld ohne Ende, bin aber trotzdem nicht glücklich. Und das ist einfach dieser Punkt, soziale Kontakte machen uns glücklicher, und wenn du quasi ein langes und gesundes Leben führen willst, solltest du dich darum kümmern, dass du soziale Kontakte pflegst. Der zweite Punkt ist Stress, auch Teil des Negativbeispiels von eben. Wenn du erstmal dann halt wenig Schlaf hast, weil du viel arbeitest, weil du ständig viele Aufgaben im Kopf hast, das sorgt einfach dauerhaft für Stress. Das heißt nicht mal, dass nur die Person, die 60 Stunden arbeitet, Stress hat. Das kann auch, du kannst auch mit 40 Stunden oder mit 30 Stunden dich gestresst fühlen. Ähm, Das ist ja immer ein persönliches Empfinden. Also ich fühle mich auch sehr oft gestresst, obwohl ich nicht 60 Stunden die Woche arbeite. Und da gibt es verschiedene Tipps und Tricks gegen. Also erstmal ist natürlich, wenn man weiß, was der Stressfaktor ist, diesen zu vermeiden. Es gibt aber ja auch ganz oft diesen Stress, der so gar nicht aktiv ist, dass man auch das Gefühl hat, ja eigentlich habe ich ja in meinem Leben keine großen stressigen Situationen, man fühlt sich aber gestresst. Und dagegen kann man einiges tun. Also zum Beispiel eine Sache ist Sauna und Eisbäder. Also alles, was mit Kälte und Hitze zu tun hat, kann einem helfen. Man kann, wie gesagt, in die Sauna gehen. Es gibt auch mittlerweile so Mini-Saunen für zu Hause für 200, 300 Euro, da, wo einem dann einfach ein bisschen wärmer wird. Es gibt so Matten, die man sich holen kann, die dann aber ein bisschen teurer sind. Man kann regelmäßig einfach in die Sauna gehen. Ich weiß, das ist meistens ein bisschen teuer, aber auch günstige Fitnessstudios haben oft immer ein, zwei Saunen dabei. Eisbäder sind sehr hilfreich. Ist immer, finde ich, sehr schwer umzusetzen. In meinem Fitnessstudio, wo ich jetzt bin, gibt es tatsächlich mehrere Eisbäder. Das ist ganz interessant. Hatte ich noch nie in einem Fitnessstudio vorher. Du kannst dir aber auch zu Hause quasi eine Tonne hinsetzen und da regelmäßig Eis reinmachen. Und dies kann dir helfen. Also ich persönlich benutze keine Eisbäder, weil ich finde, also mich hat das tatsächlich sehr gestresst, auch diese Kälteduschen, also unter die Dusche zu gehen, eine kalte Dusche zu machen. Für mich war das mental. Ich habe schon abends daran gedacht, morgen früh muss ich kalt duschen. Ich war dann mehr gestresst. Aber das musst du einfach für dich ausprobieren. Vielleicht hilft es dir. Es gibt viele Studien, die aufzeigen, dass ja, Kältebäder, kalte Duschen helfen können, Stress zu reduzieren. Mir hilft vor allem Sauna, um zu entspannen. Der nächste Bereich, der einem helfen kann, sind die Punkte Meditation und Atmung. Also meditieren kann auf jeden Fall helfen. Ich mache es mal mehr, mal weniger. Was in dem Zusammenhang halt auch wichtig ist, ist die Art der Atmung. Wie atme ich? Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man atmen kann, die einem helfen, sich aufzupuschen, die einem helfen, entspannter zu werden, die einem helfen, fokussierter zu werden. Also da muss man sich halt informieren, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel diese Atemtechnik, es gibt immer verschiedene Sekundenangaben, dass man zum Beispiel 4 Sekunden einatmet, 4 Sekunden die Luft anhält, 4 Sekunden ausatmet, 4 Sekunden wartet, 4 Sekunden einatmet. Dann gibt es diese Atemtechnik, dass ich einatme, dann kurz nochmal einatme und dann wieder ausatme lange. Es gibt viele verschiedene Methoden, und wenn du dich mit dem Thema Atemtechnik auseinandersetzen willst, dann kann ich da zum Beispiel den Wim Hof sehr empfehlen, weil der sich einfach sein ganzes Leben gefühlt schon mit dem Thema Atmen auseinandersetzt und da mehrere Bücher zugeschrieben hat. Man muss das nicht alles immer in dem Extrem umsetzen, aber es hilft einem einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Und der letzte Punkt beim Thema Stress, den ich hier ansprechen möchte, ist einfach die Natur. Also die Natur ist am Ende wahrscheinlich mit das Hilfreichste, was uns hilft, Stress abzubauen.
spazieren gehen, dort ein bisschen laufen gehen, wenn man hat, in den Garten zu gehen. Einfach, man muss ja auch nicht immer Sport treiben, man kann auch einfach ja nach draußen gehen, sich hinsetzen. Also Zeit draußen in der Natur zu verbringen, ohne sein Handy, ist schon sehr, sehr hilfreich. Und es gibt, um da auch nochmal die Kombination zu Sozialem und Stress zu schaffen, es gibt ein Buch von Hartmut Rosa. Ich glaube, er ist auch Dr. Hartmut Rosa. Da geht es um ja, diese Verfügbarkeit, diese ständige Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit. Und er spricht in seinem Buch davon, also wo es einfach darum geht, dass wir Menschen durch diese ganzen Social-Media-Sachen, durchs Handy, immer verfügbar sein wollen und immer alles miterleben wollen und dadurch einfach noch gestresster sind. Also das kann ich für mich selber auch bestätigen. Da bin ich auch einfach sehr schlecht drin, das Handy lange wegzulegen. Und dadurch fühlt man sich einfach deutlich gestresster. Und das Buch von ihm kann ich sehr empfehlen, um sich für sich selbst einfach nochmal zu reflektieren, wie sinnvoll es eigentlich ist, eine ständige Verfügbarkeit zu haben. So, kommen wir zu dem Punkt Körper und wir fangen an mit dem Thema Ernährung. Diesmal habe ich mir auch mein Zettelchen so ein bisschen näher geholt, weil ich hier tatsächlich unglaublich viele Punkte aufgeschrieben habe. Ich blende das auch nochmal ein, dass man das sieht, über was ich hier alles reden möchte. Und das muss ich jetzt natürlich auch versuchen, so ein bisschen kompakter zu halten. Ne? Fangen wir mit dem Thema Supplements an, weil das ist meistens so das, wo die meisten Leute mit anfangen, die sagen einfach erstmal, hey, ich hole mir Supplements, dann kann ich alles ausgleichen, was die Ernährung angeht. Also die erste Sache, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, bevor du anfängst, dir Supplements zu kaufen, irgendwelche, informier dich bitte über die Supplements, auch nach Zertifikaten. Kaufe nicht einfach das Billigste, sondern guck, dass die Supplements zertifiziert sind, dass dort auch die Sachen drin sind, die angegeben sind, dass du nicht irgendeinen Müll kaufst. Das ist erstmal das Wichtigste. Und das zweite Wichtigste ist für mich, kauf nicht einfach irgendwelche Supplements, nur weil das irgendwer sagt oder irgendwo steht und du siehst, Andrew Huberman nimmt die und die und die Sachen, darum muss ich die auch nehmen. Jeder von uns hat ja andere Bedürfnisse und Probleme mit seinem Körper, die er lösen muss, um quasi die für sich optimale, ja, den für sich optimalen körperlichen Status zu erreichen. Beispiel, äh, ich habe immer zu wenig Eisen und zu viel Kalzium. Es gibt auch ganz viele Menschen, die haben zu viel Eisen und zu wenig Kalzium. Und dann würde es ja nicht helfen, wenn da steht, Henry Huberman nimmt jeden Tag 500 Milligramm Eisen zu sich und lutscht jeden Tag an einer Eisenstange. Und du hast vielleicht schon viel zu viel Eisen und dann hast du plötzlich eine Vergiftung, weil du einfach viel zu viel Eisen eingenommen hast. Also informier dich in Ruhe, welche Supplements sind für dich sinnvoll. Und da ist immer der erste Schritt, einen Bluttest zu machen. Ein Bluttest ist nicht das Allheilmittel, weil im Blut nicht alles festgestellt werden kann, aber der Bluttest ist die einfachste Möglichkeit zu sagen, oh, guck mal, da habe ich ein Defizit oder da habe ich wahrscheinlich ein Defizit, hier ist im Blut nicht genügend festgestellt worden, ich sollte da mal supplementieren. Zum Beispiel Magnesium ist immer ein bisschen schwer, wirklich nachzuprüfen, ob ich zu viel oder zu wenig habe, aber es ist immer schon mal ein gutes, oder was heißt gutes, aber immer ein Indiz, wenn ich schon im Blut zu wenig Magnesium habe, dann habe ich wahrscheinlich in meinem ganzen Körper zu wenig Magnesium. Darum sollte ich eventuell Magnesium supplementieren. Aber nicht einfach nehmen, weil mir irgendwer das empfiehlt. So klassische Supplements, die eigentlich immer wieder empfohlen werden, sind Kreatin, Vitamin D3, Magnesium und Omega-3. Kreatin ist tatsächlich das Supplement, was am meisten untersucht wurde, wo es einfach die meisten Studien zu gibt, wo du dann genau nachschauen kannst, diese Vor- und Nachteile hat Kreatin für jemanden. Für mich persönlich, ich habe das länger ausprobiert, immer wieder mal. Ich merke bei mir bei Kreatin nicht wirklich irgendwelche Effekte, darum benutze ich das auch nicht mehr. So. Dann haben wir hier zum Beispiel Vitamin D3. Vitamin D3 sollte eigentlich jeder Mensch genügend haben, wenn er lange an der Sonne ist oder wenn er viel draußen ist, dann sollte er in der Regel genügend Vitamin D3 bekommen. Die meisten Menschen von uns sind nicht genügend draußen. Dann kommt noch dazu, dass wir in den nordischen Ländern auch einfach zu wenig Sonne haben, sodass es da in der Regel sinnvoll sein kann zu supplementieren.
Da gibt es auch wirklich wieder von bis Meinungen, wie viel man jeden Tag supplementieren sollte. Da werde ich mich auch nicht irgendwie einmischen und sagen, du musst es genau so machen. Informier dich, schau, was du am Ende für dich richtig hältst. Im Endeffekt guck immer halt auf Studien und hör nicht auf irgendeinen Influencer. Und gucke, was sind die nationalen Empfehlungen, was sind aktuelle Studien. Da gibt es auch immer ein bisschen Differenzen zu. Gerade bei Vitamin D3 sind die Empfehlungen, die sagen wir, der deutsche Staat empfiehlt, ein bisschen unterschiedlich von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber informier dich da und nimm dann für dich die Menge, die du dann für richtig hältst. Und das Wichtigste ist da wieder, mach dann auch bitte regelmäßig Bluttests, damit du auch siehst, wie viel Vitamin D3 du in deinem Körper hast, dass du dann im Zweifel mehr nehmen kannst oder weniger nehmen kannst, wenn du über oder unter den empfohlenen Werten landest. Dann haben wir Magnesium. Es gibt unheimlich viele Arten von Magnesium. Deshalb ist oft die Empfehlung, einen Magnesiumkomplex zu nehmen, was man einwirft, sodass man dann die verschiedenen Magnesiumsorten abgedeckt hat mit der Einnahme. Auch da gibt es verschiedene Empfehlungen, wie viel man einnehmen sollte, ob man es einnehmen sollte. Magnesium gehört für mich tatsächlich zu meinen Supplements, die ich jeden Tag seit Jahren nehme. Mal mehr, mal weniger genommen. Das passe ich auch immer ein bisschen an, wie viel ich trainiere gerade oder genau, ob ich dann vielleicht mal wieder spüre, dass ich mehr Wadenkrämpfe bekomme. Aber das ist auch so ein klassisches Supplement. Ich sage aber nicht, dass du das einfach einnehmen sollst, aber das sind so Supplements, die eigentlich immer wieder auftauchen, die sehr, sehr viele Menschen nehmen, die einfach so zu den Klassikern gehören, wo man in der Regel nicht so viel falsch machen kann, wenn man es vernünftig einnimmt. Und der letzte Punkt ist Omega-3. Omega-3 ist quasi Fischöl, das gibt es in veganer Form, aber auch halt in der Fischform. Hat auch wieder verschiedene Vor- und Nachteile, wie welches man nimmt. Es gibt nämlich dann auch die Unterstoffe EPA und DHA und die sind halt je nachdem, ob man es vegan oder tierisch nimmt, in verschiedenen Verhältnissen stehen die zur Verfügung. Also ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, zum Beispiel eine der Mengen, die häufig empfohlen wird, die man am Tag einnehmen soll, ist 1500 Milligramm EPA und 750 Milligramm DPA. Also wir haben hier quasi ein knapp 2:1 Verhältnis von EPA zu DHA. Sorry, ich habe gerade DPA gesagt, ich meine DHA. Und dieses 2:1 Verhältnis ist zum Beispiel bei bei veganer Zufuhr meistens umgekehrt. Aber auch da informier dich, guck, was du einnehmen möchtest. Aber das ist zum Beispiel auch das Omega-3-Thema. In der Regel nehmen wir einfach zu wenig Omega-3 zu uns und das sind so, sage ich mal, so 4 Klassiker, mit denen man sich vielleicht erstmal auseinandersetzen sollte, wenn man mit diesem ganzen Longevity-Thema anfängt. Man kann auch Omega-3-Tests machen, die sind sehr teuer. Ich habe sie tatsächlich bisher selber noch nicht gemacht. Ich nehme aber auch nur in nicht allzu hoher Menge das zu mir. Es ist auch relativ teuer, wenn man jeden Tag diese empfohlene Menge Omega-3 zu sich nehmen möchte. Das sind einfach erstmal nur Inspirationen, mit denen ihr anfangen könnt, wenn ihr euch in dieses Thema einarbeitet, die in der Regel so die größten Effekte bei den Leuten haben, aber nicht immer haben müssen. Dann möchte ich noch auf das Thema Vitamine eingehen. Vitamine sind ja für uns am Ende lebensnotwendig. Es gibt 2 verschiedene Arten von Vitaminen. Es gibt wasserlösliche und fettlösliche. Und damit ich es auch genau richtig sage, gucke ich lieber nochmal auf meinen Zettel. Die wasserlöslichen sind die Vitamine C und B und die fettlöslichen sind die Vitamine A, D, E und K. Was bedeutet das? Wenn du ganz viel Vitamin C-Tabletten zu dir nimmst, quasi eine Überdosierung, also wenn du viel zu viel nimmst, dann wird dir wahrscheinlich auch irgendwann schlecht werden, aber wenn du immer jeden Tag eine Tablette nimmst, die zu viel hat von dem, was dein Körper braucht, dann pinkelst du das einfach aus. Also kommt ja noch immer gern die Kritik, Vitamintabletten ist ja einfach nur teures Urin oder ist einfach nur teuer und macht dein Urin dann orange oder gelb oder was auch immer. Da kannst du nicht ganz so viel falsch machen. Es gibt aber auch fettlösliche Vitamine und die pinkelst du nicht einfach aus. Und wie gesagt, das sind die A, D, E und K-Vitamine.
Und da musst du aufpassen, dass du da nicht in zu hohen Mengen überdosierst, weil das langfristig deinem Körper schaden könnte, weil dein Körper das nicht einfach so abbauen kann. Darum passt bitte mit diesen Vitaminen etwas auf, wenn du die zu dir nimmst, dass du die nicht ständig in zu hohen Mengen einnimmst. Was aber viel wichtiger ist als Supplements, ist erstmal die vernünftige Ernährung. Also wahrscheinlich von all diesen Sachen neben dem Schlaf ist und natürlich, dass man die sozialen Kontakte pflegt, ist das Richtige zu essen. Und ganz ehrlich, Leute, jeder weiß eigentlich, was gut und was schlecht ist. Also wenn ich jeden Tag mir Fastfood hole, wenn ich jeden Tag essen gehe, Döner, Pizza, was auch immer, wenn ich jeden Tag mir eine Tiefkühlpizza nehme, wenn ich jeden Tag das Fertiggericht von Dr. Oetker nehme, das ist in der Regel schlecht, das wissen wir und trotzdem machen wir es oft, weil es einfach ist, weil es dank der ganzen Zusatzstoffe lecker schmeckt und weil es schnell geht. Aber die Ernährung kann eigentlich relativ einfach sein. Was meistens wahrscheinlich das größte Problem bei der Ernährung ist, ist, dass man mit eigenen Unverträglichkeiten zurechtkommen muss und herausfinden muss, was vertrage ich gut, was vertrage ich nicht so gut, weil das einfach nicht so schwer nachzuvollziehen ist. Aber eigentlich ist uns allen bewusst, wie man sich gesund ernährt. Geh oft in die Gemüseabteilung, kauf da frische Sachen, bereite die Sachen möglichst frisch vor. Im besten Fall machst du natürlich auch die Nudeln selber oder so, aber wir wissen eigentlich, wenn wir die Sachen selber machen, dann sind sie gesund. Ähm, Es gibt auch wieder verschiedene Studien und Untersuchungen dazu, welche Ernährungsweise ist jetzt die gesündeste. Was so für mich immer hängen geblieben ist, woran man sich sehr gut orientieren kann, ist die mediterrane Küche, also die italienische vor allem, die spanische, die portugiesische. Da kann man sich so ganz gut dran orientieren. Ich bin ein großer Fan von der italienischen Küche. Und was sehen wir in der italienischen Küche? Wir sehen ganz viel Fett in der Küche. Wir sehen auch viel süße Sachen in dieser mediterranen Küche. Wir sehen regelmäßig Fleisch in dieser mediterranen Küche, aber nicht so viel Fleisch, sondern halt ab und zu, regelmäßig, aber nicht so viel. Also sich so an der klassischen italienischen Kochweise zu ernähren, was die italienische Nonna immer gekocht hat, das ist gar nicht so schlecht. Das heißt jetzt nicht, dass die alles genau richtig gemacht hat, aber wir sehen, dass die Leute, die so essen, in der Regel auch gesünder sind. Was mir persönlich ein Anliegen ist wegzukommen von diesem krassen Dogmatismus. Also zu sagen, die vegane Ernährung ist das Beste, die Fleischernährung ist das Beste, die nur mit rohen Sachen zu kochen ist das Beste, nur mediterran zu kochen ist das Beste. Da bin ich kein Fan von. Also ich koche fast jeden Tag selber. Ich versuche mich möglichst gesund zu ernähren, aber ich gehe auch gerne mir eine Pizza kaufen für 2 Euro von Dr. Oetker und pfeife mir die rein und finde es richtig geil und finde es richtig lecker. Und ich gehe auch Fastfood essen. Ich gehe auch zu McDonald's alle 2 Monate und hole mir da mal einen Burger. Ich bin lange Zeit ganz strikter Vegetarier gewesen. Mittlerweile dann bin ich irgendwann eher so Pesketarier geworden. Dann habe ich so ab und zu mal Lachs gegessen. Und mittlerweile bin ich da auch wieder ein bisschen lockerer, dass ich sage, ja komm, ab und zu kann man auch mal ein bisschen Fleisch essen. Ich finde, es geht einfach am Ende darum, dass man merkt, was tut mir gut. Also ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, dass ich nicht mit einer veganen Ernährung klarkomme. Ich habe das 6 Wochen gemacht und mir ging es davon körperlich einfach nicht gut. Ich habe gemerkt, dass mir wohl irgendwas fehlt und ich mit dieser für mich einseitigen Ernährung nicht zurechtgekommen bin, obwohl ich weiß, wie man kocht, obwohl ich Alternativen gefunden habe. Aber für mich hat das zum Beispiel nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, du sollst kein Veganer sein. Mach, was du willst. Ich bin selber, wie gesagt, lange Zeit komplett vegetarisch unterwegs gewesen, aber mir geht es einfach darum, sich von diesen ganzen Dogmatismen, wie auch von gewissen Diäten oder Paleo oder so, dass man sagt, ich mache nur das, da würde ich mich ein bisschen von trennen, guck einfach, was dir gut tut und achte darauf, dass dir Essen und Kochen auch am Ende immer Spaß macht, weil nur dann kannst du gesund kochen, wenn es auch lecker schmeckt und du ein bisschen Spaß daran hast. Ähm, Was ich hier auch noch aufgeschrieben habe, ist das Thema Ersatzprodukte. So, was für mich, glaube ich, eine Sache ist, die ich ein bisschen zu viel mache, ist, ich habe zu viele
Ersatzprodukte lange Zeit genommen, also Fleischersatzprodukte zum Beispiel, Tastes like Chicken oder so. Da ist einfach wichtig, dass man für sich weiß, wenn man diese Ersatzprodukte nimmt, die sind jetzt nicht für meinen Körper besser als echtes Fleisch zu nehmen. Die sind besser aus einer moralischen Sicht vielleicht, weil ich ein Tiersterben verhindere. Für mich eine der Hauptgründe gewesen, halt zu sagen, ich möchte eher vegetarisch leben, weil ich möchte nicht, dass so viele Tiere durch mich sterben, nur weil ich auf dieser Welt bin. Ähm, aber bedenk einfach, es ist trotzdem scheiße für dich. Alles, was künstlich erstellt wurde, um irgendeinen Ersatz zu schaffen, ist voll mit irgendwelchen chemikalischen Ersatzprodukten. Sei es veganer Käse, sei es eine vegane Wurst. Ich liebe die vegane Fleischwurst. Ich finde die geiler als die normale Fleischwurst. Aber trotzdem weiß ich, dass sie scheiße für mich ist. Und dessen solltest du dir einfach bewusst sein, wenn du Ersatzprodukte nimmst, die sind in der Regel schlecht für dich und sie sind Ersatzprodukte, weil man einfach mal irgendwas anderes essen will und dann das mit genießen will. Und das sollte man genauso beachten einfach. Was ebenfalls sehr wichtig ist, ist die Qualität der Lebensmittel. Im besten Fall kaufen wir natürlich immer alle Bio. Äh, Das Geld ist meistens, glaube ich, nicht da bei den Leuten, sich alles in Bio zu kaufen. Ich muss sagen, ich habe auch vor diesem ganzen Corona-Krieg, Inflationsding auch mehr Bio gekauft, aber irgendwann sind die Preise einfach so doll angestiegen, dass ich auch angefangen habe, weniger Bio zu kaufen. Aber es ist einfach wichtig, so ein bisschen auf die Qualität der Lebensmittel zu achten und nicht immer das Billigste zu kaufen, sondern sich schon ein bisschen zu informieren und zu gucken, okay, wie ist jetzt die Ratio des Preises? Also zum Beispiel für mich ist so ein schlechtes Beispiel Lauchzwiebeln. Eine normale Lauchzwiebel kostet 79 Cent, die Bio-Lauchzwiebel kostet 3 Euro. Einfach ein schlechter Trade, den man da irgendwie macht. Aber wenn man irgendwie sieht, dass der Bio-Apfel nur irgendwie 3% mehr kostet oder 10% mehr, was dann den Apfel nicht irgendwie, oder zwei Äpfel kosten dann halt 2,70 anstatt 2,50, dann kann man vielleicht sagen, okay, dafür habe ich auf Pestizide verzichtet und habe meinem Körper was Gutes getan, ohne jetzt meinen Geldbeutel zu sehr damit zu quälen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Olivenöl. Olivenöl ist einfach eigentlich generell etwas sehr Gesundes, aber das Olivenöl, was wir oft im Supermarkt bekommen, ist einfach nicht mehr gut. Alle positiven Eigenschaften, die Olivenöl haben sollte, sind oft in diesem Olivenöl nicht mehr drin. Einfach weil die Oliven so lange gereift sind, dass möglichst viel ähm, Olivenöl rauskommt. Aber je länger Oliven reifen, desto weniger von den guten Longevity-Stoffen hat Olivenöl. Deshalb auch da die Empfehlung, setz dich mal ein bisschen damit auseinander, was sind gute Olivenöle. Was ich sehr empfehlen kann, ist der Olivenölladen Elea in Hannover. Der liefert auch, also kannst du auch im Online-Shop bestellen. Die beraten bestimmt auch per Telefon, das weiß ich nicht genau, aber vor Ort war das eine exzellente Beratung. Da habe ich jetzt bestimmt schon seit 2 Jahren, bestelle ich einfach nur noch mein Olivenöl. Setz dich da mal mit auseinander und wenn da quasi das Budget da ist, dann kann ich das sehr empfehlen, da rein zu investieren. Und mein letzter Tipp zum Thema Ernährung ist das Thema Essenstracking. Ich kann dir sehr empfehlen, wenigstens einmal im Leben für ein paar Wochen dein Essen zu tracken. Und es geht gar nicht darum, das zu machen, nur weil du zu dick oder zu dünn bist, sondern einfach sich mal dessen bewusst zu sein, was esse ich da? Wie viel Kalorien nehme ich jeden Tag zu mir? Wie viel Ballaststoffe? Wie viel Proteine? Wie viel Kohlenhydrate? Wie viel Fette? Und da merkt man dann irgendwann mal so, ah, okay, so lebe ich. Ich habe ja jeden Tag, nehme ich total viel Fett zu mir. Oder, oh, ich sollte ja 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu mir nehmen. Ich nehme ja nur 15 zu mir. Also ich habe das mal damals gemacht in der Studentenzeit und habe, glaube ich, ein Jahr lang durchgehend mein Essen getrackt. Und ich kann dir immer noch im Kopf, wenn ich ein Essen vor mir sehe, grob ausrechnen, wie viel Kilokalorien das hat. Das mache ich jetzt, also vielleicht ist es manchmal ein bisschen gefährlich, wenn man da schon ein bisschen in so einer Magersuchtsgefahr ist. Aber mir hilft es einfach in meinem Alltag zu rechnen, ah, okay, weil ich will auch immer eigentlich mehr zunehmen. Ich habe immer Probleme mit Zunehmen, ähm, dass ich dann sehe, oh, okay, Fabian, heute hast du das und das und das gegessen. Okay, du kommst wahrscheinlich nur auf 2000 Kilokalorien. Du müsstest noch mal was essen. Oder halt umgekehrt, wenn ich halt abnehmen will, oh, ich habe schon das und das und das heute gegessen. Was ist denn das Pi mal Daumen, so und so viel?
Und dann weiß ich auch im Kopf, okay, das müssten ungefähr so und so viel Proteine sein und so viel Kohlenhydrate. Ich persönlich kann es sehr empfehlen. Die App, die mir aktuell am besten gefällt, ist die App Yazio. Die kann man auch kostenlos sehr gut benutzen, wenn man mal tracken möchte. Ein weiterer Punkt ist das Thema Wasser. Ich habe ein Video zum Thema Osmose-Filteranlagen gemacht und es ist sehr erfolgreich für mich. Eins, glaube ich, meiner erfolgreichsten Videos von der View-Anzahl und auch eines mit den meisten Kommentaren, weil Wasser irgendwie sehr viel Schwurbelei auf sich zieht, mit vielen unwissenschaftlichen Thesen, obwohl es wissenschaftliche Studien dazu gibt, die die Sachen untersucht haben, glauben viele Leute, dass sie den Schwurbler-Sachen glauben müssen, aus welchen Gründen auch immer, obwohl es dazu einfach aktuell gar keinerlei Belege gibt. Nur weil etwas aktuell noch nicht belegt ist, heißt es ja nicht, dass es nicht stimmt. Trotzdem sollte man immer auch darauf achten, zu sagen, okay, das ist aktuell nicht belegt, es gibt gewisse Hinweise darauf, aber halt nicht zu sagen, das, was da steht, ist alles Bullshit. Ich weiß die Wahrheit, obwohl es dazu aktuell keine wissenschaftlichen Studien gibt. Wenn man aber gewisse Vermutungen hat, dann muss man das halt weiter untersuchen und gucken, ob das vielleicht stimmt oder nicht. Und dann vielleicht ergibt sich daraus irgendwann, dass das doch der Wahrheit entspricht. So sind in der Medizin viele Erkenntnisse zustande gekommen, weil Leute einfach weiter an was geglaubt haben und das aber auch untersucht haben und dann herausgefunden haben, guck mal, ich hatte recht. Aber setzt euch bitte immer damit auseinander und guckt euch erstmal den aktuellen wissenschaftlichen Stand an. Zu uns in Deutschland, unser Leitungswasser ist an sich sehr, sehr gut, teilweise besser als das Wasser in Flaschen. Das Problem ist nur, es fließt ja durch unsere Rohrleitungen und die sind ganz oft einfach nicht mehr so gut. Das heißt, das, was bei dir zu Hause ankommt, ist häufig nicht mehr so gut wie das, was an den Prüfstationen überprüft wurde. Da ist es vielleicht richtig gut, zum Beispiel in einem Stausee oder so, aber wenn es dann bei dir in deiner Münchner Altbauwohnung ankommt, dann hast du vielleicht dort schlechte Stoffe drin. Wir benutzen mittlerweile seit, glaube ich, ja, jetzt 2, 3 Jahren diese Osmose-Filteranlage. Das erste ist, das Wasser schmeckt geiler und das Wasser ist einfach gefiltert. Es wird leider auch erstmal alles Gute rausgefiltert. Aber meistens sind dann Filter dabei, die dann wieder Magnesium und so ein bisschen zuführen. Aber auch da kann ich einmal empfehlen, setz dich mit dem Thema auseinander. Kauf dir bitte keinen Brita-Filter. Diese einzelnen Filter, die sind eher schlimmer als gut, weil sie in der Regel sehr schnell Bakterien bekommen und dann tust du dir eher was Schlechtes. Aber sich mit Wasser auseinanderzusetzen, das ist immer ein guter Tipp, wenn man das auch natürlich jeden Tag zu sich nimmt. Und da ist natürlich auch immer die Empfehlung, so mindestens 2 Liter am Tag zu sich zu nehmen. Ein weiterer Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, den ich schon mal beim Thema Schlaf erwähnt habe, ist Gifte. Ich habe hier aufgeschrieben verschiedene Gifte, die man vermeiden sollte, was wir eigentlich wissen, aber ich erwähne es trotzdem nochmal. Und ich habe hier aufgeschrieben, Alkohol. Alkohol ist schlecht. Alkohol ist nie gut. Das Glas Wein ist nicht gut. Es gibt wieder aktuelle wissenschaftliche Belege, die einfach zeigen, lass es mit Alkohol einfach sein. Wenn du abends dein Glas Wein trinkst, trink es, red dir aber nicht ein, dass es gut ist, sondern sei dir bewusst, es ist schlecht und du genießt es und es ist wie ein Stück Schokolade. Es ist schlecht, aber schmeckt geil. Nikotin. Nikotin ist, Nikotin ist tatsächlich so ein bisschen diskussionswürdig. Wenn man das so mikrodosiert, dann kann Nikotin einem tatsächlich ein bisschen helfen. Aber eigentlich ist Nikotin am Ende immer eine schlechte Sache. Also Rauchen ist einfach schlecht und lass es sein. Wie gesagt, es gibt so gewisse Biohacking-Ausnahmen, wo man mit Microdosing Nikotin irgendwie positive Effekte hervorrufen kann. Aber generell lass es einfach mit dem Nikotin sein. Fang nicht an zu rauchen, fang nicht an zu vapen, hör am besten damit auf, du weißt es selber. Dann habe ich hier noch drin Schwermetalle und Co. Also Schwermetalle merkt man oft gar nicht, dass man die zu sich nimmt. Das kann zum Beispiel passieren, indem man einfach alte Rohre hat, indem man zum Beispiel Reis. In Reis sind ganz oft Schwermetalle drin und wenn man halt jeden Tag Reis isst, der sehr belastet ist, kann es auch sein, dass der Körper irgendwann voll mit Schwermetallen ist.
Da kann es helfen, einen Bluttest zu machen. Diese verschiedenen Metalle sind immer relativ teuer. Also jeder einzelne Blutwert kostet meistens so 20 bis 30 Euro. Ähm, Ich habe jetzt so nach und nach mal alle Werte getestet und die waren bei mir zum Glück gut. Aber das ist auch hilfreich da, vielleicht ab und zu, das muss man bestimmt auch nicht jedes Jahr machen, aber alle paar Jahre mal zu schauen, habe ich Schwermetalle in meinem Körper? Und wenn ja, dann muss man dafür sorgen, dass man die wieder aus dem Körper langsam ausspülen kann. Dann ist noch ein Thema, was ich mir hier aufgeschrieben habe: Sonnenbrand. Sonnenbrand gehört zum Thema Körper, ne? Und jetzt waren wir natürlich eben noch ein bisschen beim Thema eigentlich nur Ernährung, aber jetzt machen wir mal so ein bisschen den Übergang schon langsam zu unserem ganzen Körper, nicht nur zum Essen. Ähm, ein Sonnenbrand ist erstmal nicht schlimm. Sonnenbrände summieren sich über die ganzen Jahre und schaden deinem Körper. Und das Problem ist, du zerstörst quasi damit deine Zellen, die gehen kaputt. Und dann kann es passieren, dass diese Zellen irgendwann anfangen, quasi defekte neue Zellen zu bilden, die dann quasi Krebszellen werden. Und dann bekommst du irgendwann Krebs, weil du deinen ganzen Körper, deine Haut kaputt gemacht hast. Deshalb das ist auch immer so ein bisschen die Krux am Thema Sonne. Sonne ist für viele Sachen gut. Wir haben über das Thema Schlaf, zirkadianer Rhythmus geredet. Aber Sonne ist auch schlecht, wenn man zu viel davon bekommt, weil es die Haut kaputt macht und man davon langfristig Krebs bekommen kann. Und darum sollte man darauf achten, setzt sich mit dem Thema mal auseinander, wie viel Sonne darf man zu sich, also wie viel Sonneneinstrahlung darf man am Tag haben, generell, welche Sonnencreme sollte man nehmen? Auch dazu habe ich mal ein Video erstellt. Sonnenbrände sind auch etwas Schlechtes, was man vermeiden sollte. Das Thema Koffein habe ich eben auch schon mal genannt. Das ist am Ende auch eine Art Gift für den Körper. Koffein kann auch immer etwas Gutes sein, wenn man irgendwie vor einem Wettbewerb steht und sich nochmal pushen möchte und die ganze Energie rausholen möchte, dann kann Koffein etwas Gutes sein, aber an sich ist Koffein auch immer eine Art Gift. Gerade wenn man davon zu viel zu sich nimmt, ist es einfach schädlich für den Körper, gerade was den Schlaf angeht. Deshalb auch hier die Empfehlung, ähm, darauf zu achten, wann man Koffein zu sich nimmt. Der letzte Punkt, unter den ich in der Kategorie Gifte habe, sind Entzündungen. Entzündungen sind für den Körper immer schlecht. Sie sind anstrengend für den Körper. Und wir wollen ja ein möglichst langes und gesundes Leben führen. Und wenn unser Körper ständig voller Entzündungen ist, dann geht er halt, vereinfacht gesagt, schneller kaputt. Es ist auch für uns natürlich einfach anstrengend, weil dann haben wir kein gesundes Leben, wenn wir ständig irgendwelche Entzündungen haben. Und das, was sehr häufig entzündet ist, das sind einfach unsere Zähne. Und wenn die Zähne entzündet sind und Probleme machen, dann hat das ganz oft Auswirkungen auf unseren ganzen Körper, weil es auch einfach immer nur Stress für den Körper ist, wenn man ständig dort Entzündungen hat. Darum auch einfach die Empfehlung, sich wirklich um seine Zahnpflege zu kümmern. Putz dir zweimal am Tag die Zähne, hol dir eine vernünftige Zahnbürste, nimm Zahnseide, kümmere dich einfach darum, dass du die Entzündung am Beispiel der Zähne vermeidest, aber auch in anderen Bereichen nicht ständig mit Entzündungen zu kämpfen hast. Es schadet langfristig deinem Körper und raubt ihm Energie und führt zu Stress. Einen weiteren Punkt, den ich hier so als einzelnen Punkt stehen habe, ist das Thema Darmflora. Bei dem Thema bin ich persönlich immer noch so ein bisschen am Anfang meiner Tournee, wollte ich schon sagen, meiner Reise. Ähm, Die Darmflora ist super wichtig. Es gibt auch ein Video bei Netflix oder eine kleine Serie, ich glaube, die ist noch nicht so alt, ein halbes Jahr oder so. Da reden sie über die Darmflora. Es gibt aber im Moment verschiedene Aussagen dazu. Also es gibt die einen sagen, ja, es gibt eine gute und eine schlechte Darmflora. Die anderen sagen, jeder Mensch hat eine andere Darmflora. Es gibt auch schon so Laboruntersuchungen, wo man seine Darmflora untersuchen kann. Ich bin für mich da zum Beispiel noch nicht so wirklich zu einer Erkenntnis gekommen, auch aufgrund der verschiedenen wissenschaftlichen Studien, die mir sagt, okay, das muss ich jetzt machen. Aber mit der Darmflora, es geht einfach auch darum, dafür zu sorgen, dass, und auch wenn du diese ganzen Sachen einhältst, die ich jetzt gesagt habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass du einfach eine gesunde Darmflora hast. Und es gibt schon erste Vermutungen, die halt einfach zeigen, wenn die Darmflora nicht gut ist, dann sorgt es auch dafür, dass wir zum Beispiel überall Entzündungen im Körper haben, die wir gar nicht merken. Und dass wir dadurch einfach auch weniger lange leben. Also wenn wir einen gesunden Darm haben,
gesunde Verdauung, dann leben wir am Ende länger. Kommen wir zum Thema Sport. Ich habe das Thema Sport unterteilt in Ausdauer, Kraft und Stabilität. Wen ich bei diesem Thema sehr empfehlen kann, ist Peter Attia. Der hat auch so ein Longevity-Buch rausgebracht. Genau. Longevity-Buch rausgebracht. Das heißt Outlive. Das gibt es sogar mittlerweile auf Deutsch. Und da geht er sehr viel auf diese Themen ein. Also er möchte quasi auch so lange wie möglich gesund leben. Und er sagt immer, das ist dieser Wettkampf des Altwerdens. Er möchte, wenn er alt ist, immer noch genügend Kraft, genügend Ausdauer, genügend Stabilität haben. Weil, erstes Beispiel Stabilität, ganz oft sterben alte Menschen, weil sie ausrutschen, sich was brechen und dann fängt diese Negativspirale an. Es geht ihnen eigentlich immer lange gut, sie leben noch alleine zu Hause, dann fallen sie einmal die Treppe runter, brechen sich die Hüfte, können sich nicht mehr erholen und sterben dann in einem sehr kurzen Zeitraum, einfach weil sie sich nicht mehr erholen. Und da hilft es zum Beispiel, wenn man regelmäßig übt, dass man stabil bleibt, also dass man, wenn man jetzt einmal irgendwie ausrutscht, dass man dann halt nicht sofort hinfällt, sondern sich stabilisieren kann. Das Thema Kraft ist wichtig, weil wenn ich ausrutsche und ich schaffe, mich irgendwo festzuhalten und ich mein Körpergewicht halten kann, dann passiert mir nichts Schlimmes. Wenn ich aber zu schwach bin, dann habe ich ein Problem, weil dann halte ich mich fest, rutsch ab und tue mir weh und habe mir dann trotzdem wieder die Hüfte gebrochen. Ähnliches gilt am Ende für die Ausdauer. Wenn ich am Ende keine Ausdauer habe und nicht mehr richtig spazieren kann, nicht mehr richtig unterwegs sein kann, dann wird mein Leben natürlich super eingeschränkt, weil ich dann nur noch in meinem kleinen Kreis bin, nur noch zu Hause bin und nicht mehr so wirklich unterwegs sein kann. Beim Thema Ausdauer geht es vor allem einfach darum, dass du dich regelmäßig bewegst, dass du regelmäßig laufen gehst, Fahrradfahren gehst, schwimmen gehst, also irgendwas, wo du möglichst lange deinen Puls ein bisschen erhöhst. Es gibt dann verschiedene Taktiken, dass man mehrmals die Woche quasi mit einem geringen Puls trainiert und dann einige Male mit einem sehr hohen Puls. Aber erstmal so der vereinfachte Tipp, mach regelmäßig Ausdauersport, such dir einen aus, der dir Spaß macht, das ist das Wichtigste und beweg dich regelmäßig. Das zweite ist Kraftsport. Geh ins Fitnessstudio oder mach zu Hause Übungen, sorg dafür, dass du kräftig bist. Du musst kein Pumper werden, du musst kein Markus Rühl, kein Arnold Schwarzenegger werden, aber Muskeln sind super wichtig, denn je älter wir werden, desto mehr Muskelmasse bauen wir ab automatisch. Und wenn wir es einfach schaffen, in einem gewissen Alter erstmal vielleicht da ein bisschen entgegenzuwirken und im besten Fall, wenn wir 20, 30, 40 sind, eine gewisse Masse an Muskeln aufgebaut zu haben und das quasi halten, indem wir regelmäßig zum Sport gehen, dann ist halt der Grundwert schon sehr hoch und wenn dann meine Muskelmasse mit dem Alter sinkt, dann habe ich halt am Ende total immer noch mehr, als wenn ich quasi nie angefangen habe. Also mal wieder der Vergleich, irgendwie ich bin 30, habe so viel Muskeln, ich bin 30, habe so viel Muskeln, dann nimmt das halt so parallel immer mehr ab und wenn ich dann hier 85 bin, dann habe ich halt immer noch mehr Muskeln als der hier und tue mir damit halt langfristig was Gutes, weil ich Kraft habe, weil ich Dinge hochheben kann, weil ich mein Enkelkind hochheben kann, weil ich mich festhalten kann. Darum regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und den Körper einfach fit halten, Muskeln immer aufbauen bzw. stabil halten. Genau, und das Thema Stabilität habe ich eben schon angesprochen. Was da zum Beispiel so ein kleiner Trick sein kann, ist, sich das Blackboard zu holen. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht. Er setzt sich mit verschiedenen Stabilitätsübungen auseinander. Super wichtig und das ist wahrscheinlich auch die Übung, die einfach am günstigsten ist, einfach Übungen zu machen, um ja, sein Gleichgewicht zu halten. Bei der Ausdauer gibt es einen gewissen Wert, der immer herangezogen wird, um zu schauen, wie gut ist meine Ausdauer. Und das ist der sogenannte VO2 Max-Wert. Diesen Wert kann man, also den messen auch schon teilweise die Apple Watch und die Garmin-Uhren. Also bei meiner Garmin-Uhr, ich habe auch so ein VO2 Max-Gerät gerade, da mache ich gerade einen Test zu, der dauert noch ein bisschen länger. Meine Garmin-Uhr kommt sehr nah an den Wert von dem Testgerät ran. Prinzipiell geht es aber auch bei diesen Werten erstmal darum, eine Range zu haben und zu gucken, ob man besser oder schlechter wird. Und wenn du da mal so einen richtigen Test im Labor machen willst, dann weißt du wenigstens auch mal, wo du stehst und dann kannst du mit deiner Apple Watch oder was auch immer gucken, ob du besser
oder schlechter wirst. Und je besser dieser Wert ist, desto ja, besser oder desto besser ist deine Ausdauer, und dieser VO2 Max-Wert hat eine Korrelation mit der Langlebigkeit. Der letzte große Punkt beim Thema Körper, auch hier wieder Peter Attia, meine Empfehlung, ist das Thema, ich habe das hier Gefahren und Gene genannt. Also ich habe hier sowas stehen wie Krebs, Alzheimer, Herzkrankheiten wie Blutdruck, Diabetes, Leberprobleme. Das sind erstmal so Sachen, wenn wir Krebs bekommen, bekommen wir Krebs. Krebs ist ein Arschloch und das ist so, und ganz oft können wir da auch nicht so wirklich was für. Letztens habe ich gelesen, ist ein junger Eishockey-Profi in Deutschland mit, ich glaube, 27 Jahren an Krebs gestorben. Der war top trainiert, der hatte Ärzte um sich rum, keine Chance gehabt. Aber wir können das Risiko reduzieren oder erhöhen. Wenn wir jeden Tag rauchen, jeden Tag zu Mc's gehen, erhöhen wir das Risiko für Alzheimer, für Krebs etc. Wenn wir uns gesund ernähren, senken wir das Risiko. Das heißt nicht, dass das niemals passieren wird, aber die Wahrscheinlichkeit wird geringer. Und das ist einfach eine der wichtigsten Sachen bei diesem Thema Longevity. Durch dieses gesunde Leben, durch den langen Schlaf, durch eine gesunde Ernährung, sich mit Leuten sozial unterwegs zu sein, senkt dieses Risiko. Es setzt es nicht auf Null, aber es senkt die Wahrscheinlichkeit, dass uns so eine Scheiße passiert. Es wird auch irgendwann wahrscheinlich kommen, aber vielleicht auch erst später im Alter. Nicht schon mit 50, 60, 70, sondern vielleicht erst mit 85. Und wenn ich dann mit 85 Krebs bekomme, ist das immer noch doof. Aber dann sage ich vielleicht, hey, ich bin wenigstens 85 geworden, dann ist das jetzt so, anstatt das mit 65 zu bekommen, wo man eigentlich noch seine Rente genießen möchte. Was ich hier noch drin stehen habe, zum Beispiel bei Herzkrankheiten, kann es helfen, regelmäßig seinen Blutdruck zu messen. Da gibt es so einfache Geräte bei DM zu kaufen für 20 Euro, die einem zeigen können, wie der Blutdruck ist. Dafür musst du nicht einmal im Jahr zum Arzt gehen, sondern du kannst regelmäßig für einen günstigen Preis schauen, habe ich einen guten Blutdruck. Was zum Beispiel auch helfen kann beim Thema Blut, ist regelmäßig Blutspenden gehen, weil man dadurch sein Blut quasi austauscht. Man gibt Blut ab, der Körper muss neues Blut generieren, und das ist dann wieder neueres Blut. Das ist so ein kleiner Trick, der kostenlos ist und Menschen hilft, einfach Blut zu spenden. Generell, Blutspenden ist eine gute Sache. Was auch mit Longevity zu tun hat, ist ein risikohaftes Leben zu führen. Muss ich ein Bergkletterer sein? Muss ich ein Formel-1-Fahrer sein? Muss ich, was gibt es noch für gefährliche Sachen? Muss ich eine Mountainbike-Fahrerin sein, die den Mount Everest runterknallt, weil sie es irgendwie cool findet? Muss ich Felix Baumgartner sein, der aus dem Weltall runterspringt? Nein, muss ich nicht. Ja klar, für manche Leute ist das eine riesengroße Leidenschaft, aber es trägt meiner Langlebigkeit nichts dabei, wenn ich wenn ich Sachen ausübe, die einfach sehr risikohaft sind, von denen ich sterben kann. Es geht auch dann häufig um Kopfverletzungen. Also darum wird auch beim Fußball zum Beispiel immer mehr darauf geachtet, dass wenn Leute sich am Kopf verletzen, dass das halt nicht so abgetan wird, sondern Kopfverletzungen sind halt super gefährlich. Und darum sollte man zum Beispiel versuchen, halt keine Sportarten zu machen, wo man sich verletzen kann. Eine hochdiskutierte Person, Brian Johnson, die auch in diesem Longevity-Thema wahrscheinlich eine der bekanntesten Personen mittlerweile ist, sagt auch, sie versucht, Tätigkeiten zu vermeiden, wo sie sich verletzt, also auch irgendwie, wo man sich irgendwie einen Bänderriss zuzieht oder so, damit man halt immer regelmäßig Sport machen kann und all diese Sachen weiter durchführen kann und sich nicht verletzt und im schlimmsten Fall nicht dabei stirbt. Das Thema Stress habe ich auch schon angesprochen. Stress ist auch ein Risikofaktor, der all diese Faktoren unterstützt. Also wenn ich viel Stress habe, kann es auch sein, dass ich eher mal Krebs oder eine andere Krankheit bekomme, weil mein Körper ständig unter Stress ist, wie eine Art Entzündung, und deshalb das einfach ungesund für meinen Körper ist. Es gibt so einen Gentest zum Beispiel, den man mal, also es gibt verschiedene genetische Indikatoren, die man untersuchen kann. Auch da kann ich das Buch von Peter Attia empfehlen, die quasi sagen, wenn dieser genetische Wert so und so ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du etwas bekommst, höher oder niedriger. Also es gibt zum Beispiel diesen Wert, der Lipo-A-Wert, Lipoprotein-A-Wert. Und wenn der möglichst niedrig ist, dann ist das für dich schon mal ein guter Indikator dafür, dass du länger lebst. So, du kannst da aber nichts für, aber wenn du weißt, dass dieser Wert schlecht ist, dann weißt du, dass du dich noch mehr um gewisse Sachen kümmern musst. Also ich habe zum Beispiel Glück, mein Wert ist da relativ niedrig.
Wenn der jetzt höher wäre, müsste ich vielleicht noch mehr auf gewisse Ernährungsweisen oder so achten, einfach um dieses erhöhte Risiko, was ich einfach genetisch habe, ein bisschen zu senken. Für Übergewicht oder Untergewicht ist zum Beispiel auch einfach eine Waage super hilfreich. Am besten eine mit der Körperfett. Da gibt es die Withings oder Withsings Waage, die kosten unter 100 Euro. Ich weiß, das ist schon relativ viel, aber kannst auch eine ganz normale für 20 € nehmen. Da gibt es auch günstigere, die auch Körperfett messen. Einfach, man soll auch nicht jeden Tag auf die Waage gehen, aber selbst wenn du nur einmal im Monat auf die Waage gehst und einfach dann schaust, ich gehe auch nicht so oft auf die Waage, wo bin ich gerade, muss ich aufpassen, bin ich zu dünn geworden, bin ich zu dick geworden, ist mein Körperfettanteil zu groß geworden, ist meine Muskelmasse zu wenig geworden. Dadurch kontrolliere ich einfach meine Werte, ohne auch immer das einmal nur beim Arzt zu machen. Und das, was hier noch super wichtig ist bei diesem ganzen Thema mit den Gefahren und den Genen: Vorsorge ist gut, aber Vorsorge ist ein bisschen trügerisch, gerade beim Thema Krebs und so. Also es gibt manche Krebssorten, die brauchen sehr lange, bis sie sich wirklich ausbreiten. Das heißt, wenn du regelmäßig zur Vorsorge gehst, das macht man ja auch erst im höheren Alter, und das ausgebrochen ist, dann, oder dass man sieht, da ist was, dann kann man das wegmachen. Es gibt aber auch Krebssorten, die innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten ausbrechen. Das heißt, alle 2 Jahre gehst du zur Vorsorge und du gehst dann hin und eine Woche später fängt das Mistvieh an sich zu bilden, und nach 3 Monaten ist es gestreut, und wenn Krebs einmal streut, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du dann nicht vielleicht beim ersten Mal stirbst, aber dass Krebs einfach wiederkommt, weil es einfach ja im Körper gestreut ist, und irgendwann wirst du dann sehr wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren sterben, was einfach scheiße ist. Darum ist das Problem von diesen Vorsorgeuntersuchungen: Du müsstest halt so oft zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen, um das immer ausschließen zu können, dass Vorsorge ein bisschen trügerisch ist. Darum ist quasi die Prävention dessen einfach so wichtig. Du kannst niemals ausschließen, selbst wenn du der gesündeste Mensch auf der Welt, also dich wie der gesündeste Mensch auf der Welt ernährst, kannst du immer noch mit 30 Krebs bekommen. Aber du senkst das Risiko, und nur durch Vorsorge kannst du es halt am Ende einfach nicht verhindern. Trotzdem solltest du immer zur Vorsorge gehen. Geh zur Vorsorgeuntersuchung, egal bei welchem Arzt. Es ist überhaupt nicht unangenehm. Du kannst überall hingehen. Die Ärzte machen das jeden Tag. Es ist alles in Ordnung. Habe ich hier noch was vergessen? Genau. Also es ist auch teilweise sehr aufwendig und sehr teuer. Also gerade so proktologische Untersuchungen sind auch dann immer mal sehr unangenehm. Teilweise muss man auch viel Geld dafür bezahlen, wenn man so Ganzkörperuntersuchungen machen will. Es gibt da schon erste Hoffnungen, denn es gibt mittlerweile erste Bluttests, die Krebs erkennen. Ein Problem ist, dass wir eigentlich immer irgendwelche Krebszellen in uns haben, aber die brechen halt nicht aus. Das heißt, ganz oft schlagen diese Tests noch an, obwohl man nichts hat. Und das Problem ist, wenn die anschlagen und man am Ende gar nichts hat und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass quasi diese falsche Erkenntnis kommt, dann schneiden die dich auf, gucken nach und finden nichts, und das ist natürlich auch gefährlich. Darum ist das gerade noch in der Untersuchung, die Wissenschaft ist da schon echt weit gekommen, dass dass es vielleicht irgendwann in mittlerer Zukunft so sein wird, dass wir einfach regelmäßig Bluttests machen, ohne ständig irgendwo uns irgendwas reinstecken lassen zu müssen oder zum Arzt immer gehen zu müssen und alles einzeln untersuchen lassen müssen, dass wir vielleicht irgendwann in einer Welt leben, wo wir einfach ab und zu einen Bluttest machen und der einfach sagt: Jo, alles gut, du hast keinen Krebs, und alles ist gut. Aber natürlich, wir haben nicht nur Krebs, wir haben auch Bluthochdruck oder generell kardiovaskuläre Themen. Alles, was mit dem Herzen zu tun hat, da spielt auch ganz viel einfach die Ernährung und Sport eine Rolle. Wir haben das Thema Demenz, da geht es auch ganz viel um soziale Aspekte. Das sind einfach so Volkskrankheiten, gegen die man einfach was tun kann. Ich möchte nochmal auf das Thema Kosten und Einfachheit eingehen. Also ich schneide das ja noch ein bisschen, aber wahrscheinlich wird das Video eine Stunde ungefähr gehen. Ich habe jetzt bestimmt schon hier über eine Stunde gequatscht. Und eigentlich ist es super simpel. Schlaf 7 bis 8 Stunden, halte dich an die paar Tricks, dass du halt diesen Schlaf auch erreichst. Pflege deine sozialen Kontakte. Mach regelmäßig Sport und friss keine Scheiße, sondern ernähr dich gesund. Also eigentlich ist das, was dir dann vielleicht in einem Coaching oder so verkauft wird, super simpel. Schlaf gut, iss gut, hab gute Freunde und mach regelmäßig Sport.
So, dann ist das Video in 4 Sekunden vorbei. Vielleicht schneide ich das auch nochmal am Anfang rein, weil dann kannst du das Video auch ausmachen, weil alles, was ich hier in dieser Stunde erzählt habe, ist einfach im Detail nochmal, beziehungsweise das ist eigentlich nur der Einstieg in diese ganzen Zweige. Also ich habe ja hier den Zweig Schlaf, Mental, Körper, Ernährung und von da aus, Leute, von da aus könnte ich noch ganz viele Zweige machen und ich könnte über jedes Thema 8 Stunden mit euch reden und Huberman-Podcasts machen. Aber das ist einfach für mich erstmal für euch der Einstieg, dass ihr euch damit auseinandersetzt, in der Hoffnung, dass ihr da einen positiven Effekt von bekommt, dass ihr irgendwie motiviert seid und euch einfach gesünder ernährt, dass es euch länger gut geht im Leben. Zum Thema Kosten. Muss das alles teuer sein? Klar, wenn ich jetzt Bürgergeldempfänger bin, ich habe nur 400 Euro im Monat, da muss ich auf gewisse Sachen achten. Dann kann ich nicht die Avocado kaufen, dann kann ich nicht das gute Olivenöl kaufen, dann ist vielleicht auch das Blackboard zu teuer. Super verständlich. Es gibt immer Ausnahmefälle im Leben und es kann nicht jeder sich alles leisten. So. Aber auch da kann man dafür sorgen, dass man, wenn man Bürgergeldempfänger ist, dass man vernünftig schläft, dass man versucht, auch wenn man jetzt sich vielleicht nicht so viele Besuche im Schwimmbad oder so leisten kann, dass man trotzdem versucht, Freundschaften zu halten, dass man versucht, trotzdem irgendwie noch halbwegs gesund sich zu ernähren, dass man draußen Sport macht. Das geht ja auch mit wenig Geld. Leute in armen Ländern leben ja auch lange, teilweise sogar länger als in Deutschland. Und man kann immer alles auf die Spitze treiben. Also zum Beispiel, wenn du Sport machen willst, kannst du ins McFit für einen 20er gehen. Du kannst dir aber auch ein Home Gym bauen. Du kannst aber auch ins Luxus-Fitnessstudio gehen. Wenn du dir eine Waage kaufst, kannst du die 700-Euro-Waage, Premium-Waage von With Things kaufen. Du kannst aber auch die Waage von Oma nehmen, die noch den Zeiger nimmt. Wenn du dich gesund ernähren willst, dann fang vielleicht erstmal an, normale Paprika und eine normale Zucchini zu kaufen und nicht die Bio-Zucchini zu kaufen. Natürlich ist die Bio-Zucchini weniger verpestet als die normale Zucchini, aber es ist immer noch besser, als die Dr. Oetker Pizza zu nehmen oder das Fertiggericht aus der Tiefkühltruhe. Also was ich damit sagen will, ist, jeder kann am Ende immer seinen Weg finden, sich in diesem Thema finanziell und zeitlich anzunähern, gerade finanziell. Du musst dafür nicht reich sein, um diese gesunden Lebensweisen durchzuführen. Es kann helfen. Es kann helfen, eine Blaulichtfilterbrille zu kaufen. Was habe ich hier noch drin stehen? Es kann helfen, sich ein Whoop-Armband oder ein Oura-Ring zu kaufen oder eine Apple Watch zu kaufen. Es kann helfen, regelmäßig Bluttests zu machen. Das würde ich auch empfehlen. Wahrscheinlich ist das noch von all den Sachen, wo ich sage, wenn du Geld investierst, mach einen Bluttest, um zu gucken, wie deine Werte so sind. Eine Osmosefilteranlage ist auch eine geile Sache, wenn man sich die leisten kann. Leider ein bisschen teuer. Ich glaube, so 400 Euro ist schon eine teure Anschaffung. Aber auch da kann man gucken, was man für Alternativen findet. Ne? Dass man vielleicht mal für 30 Euro sein Wasser testet und dann sagt, okay, vielleicht hole ich mir doch lieber dann erstmal von Lidl das Wasser, als das aus meiner Leitung zu nehmen, weil das einfach verrottet ist. Das möchte ich nur noch mal zum Thema Kosten sagen. Ein allerletzter Punkt, und dann sind wir auch fertig, ist das Thema Literatur. Ihr seht immer, ich habe das Ziel, möglichst faktenbasiert, wissenschaftsbasiert zu arbeiten. Manchmal bin ich da vielleicht sogar auch zu streng und sage, dass was nicht wissenschaftlich bewiesen werden kann, existiert nicht, so ein bisschen übertrieben gesagt. Aber ich versuche immer zu gucken, was ist der aktuelle wissenschaftliche Stand und daran kann man sich orientieren. Und hier mal ein paar Quellen, die du nutzen kannst, um dich damit auseinanderzusetzen. PubMed ist quasi eine Plattform, wo ganz viele Studien veröffentlicht werden. Für mich mit die Nummer 1. Examine ist eine Plattform, ist teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig. Finanziert sich nur durch diese Abogebühren, ist unabhängig und untersucht nicht selber, sondern fasst wissenschaftliche Erkenntnisse zusammen, gerade zu diesen ganzen Longevity-Ernährungsthemen. Dann haben wir dieses Magazin Nature und das Magazin Science. Sehr bekannte Magazine oder ja, Publikationen, wo du nur veröffentlicht wirst, wenn du
gewisse Kriterien erfüllst, also zum Beispiel, wenn du das so untersucht hast, dass das jemand nochmal nachbilden kann, wenn es peer-reviewed wurde, also wenn andere Wissenschaftler sich das angeschaut haben und gesagt haben, ja, die Studie, die funktioniert so, das passt alles so, oder die Studie vielleicht sogar wiederholt haben und zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Ganz oft werden Studien durchgeführt und das ist dann ganz oft ein Problem in der Wissenschaft. Die einen untersuchen, was weiß ich, du isst Lakritze und die einen sagen, wenn man Lakritze isst, dann geht es mir gut und bei den anderen geht es mir schlecht, weil es dann nicht so einfach ist, diese Studie zu wiederholen. Dann habe ich hier noch das Thema Personenkult, Podcast und YouTube mir aufgeschrieben. Gerade es gibt immer im Fitness, in anderen Bereichen, es gibt immer Personenkults. Im Longevity-Bereich ist es Peter Attia, ist es Andrew Huberman, ist es Brian Johnson, gerade Brian Johnson. Ich finde diese Personen wichtig, weil sie helfen, dass dieses Thema an die Öffentlichkeit kommt, dass Leute sich damit auseinandersetzen und am Ende geht es darum, gesünder zu leben, länger zu leben. Das ist was Gutes, was hinter der Grundidee steckt. Aber irgendwann eskalieren diese Videos in, übertrieben gesagt, in Geldgeilheit. Und da muss man für sich unterscheiden, was ist jetzt noch, was soll mir helfen und was soll mir das Geld aus der Tasche ziehen. Und da einfach für sich zu schauen, was erzählt mir diese Person, wie sehr verfalle ich diesem Personenkult, wie sehr folge ich dem, guck dir auch immer andere Quellen an. Und ich finde auch YouTube, Podcasts sehr, sehr gut. Irgendwann sollte man aber auch, irgendwann hat man auch alles gelernt, irgendwann hat man sich alles angehört. Ich habe mir ein Jahr Peter Attia und Andrew Huberman angehört. Die Biohacking-Crew hier, wie heißt der, Andreas Breitenfeld und sein Kollege. Immer eine gute Inspiration, aber häng dich nicht so sehr an dem Personenkult auf. So, das war ein langes Video. Mein Zettel ist, ich habe alles abgearbeitet. Mein Hals ist trocken und ich hoffe, dass ich dir damit einfach ein bisschen helfen konnte, dass du auch länger und gesünder lebst.